I'm feeling high. Jemand hat gefragt, welche YouTuber das deine Lieblings-YouTuber sind und welche das du schaust überhaupt. Good Fängst du one. an? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich von diversen inspirieren. Oder besser gesagt, ich finde es einfach noch spannend zu schauen, was sie machen. Ich persönlich habe aber meine Goddess, wo ich wirklich mich inspirieren lasse. Und zwar ist es auch nicht nur wegen ihren Make-up-Skills. Die hat sie, ohne weiteres. Aber wegen ihrer ganzen Art, wie sie ist, wie sie von Make-up redet und wie sie sich verhält. Und das ist Lisa Eldridge. Es ist eine Britin. Ihre Art, wie sie schminkt, entspricht eher mir. Also sie tut eher feine... Er ist leider nicht für mich, darum kenne ich es auch nicht. sie kommt eher von dem feinen Make-up. Einfach auch... Einfach nicht von dem Insta-Make-up. Genau, arbeiten mit dem, wo dein Gesicht hergeht, erkennen, welche Formen schon da sind, wo braucht es noch ein bisschen Unterstützung, wo können wir eher ein bisschen wegnehmen, was für Farben sind schon da, wo man dann auch noch ein bisschen auch da wieder damit arbeiten kann. Ich muss im Fall ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so viel Zeit mit YouTube-Tutorials verbringe. Ich schaue eher anderes Zeug auf YouTube. Und es gibt auch wirklich eigentlich keine YouTuber, die ich regelmässig schaue. Vielleicht, ich muss sagen, Nikki Tutorials ist jemand, den ich sehr gerne schaue, weil ich finde, sie ist wirklich so krass talentiert. Also ihre Skills sind wirklich crazy. Es gibt auch andere Leute, die ich ab und zu gerne zuschaue, wie zum Beispiel Jeffree Star. Aber es ist wirklich so, dass ich nicht ein Wahnsinns-YouTube... Du denkst, sorry, nur schnell. Macht auch das? Der macht das nicht, oder? Ich glaube nicht. Wer macht das? Das machen Drag Queens. Die nächste Frage ist, was ist dein Song oder dein Lieblingssong, wenn du dich parat machst? Das ist super. Ich meine, ich höre so viel Musik. Musik ist ja, wie man vielleicht weiss, ziemlich mein Leben und ich habe so viele verschiedene Richtungen und ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein wahnsinniger Beyoncé-Fan. Ich meine, sie ist eine der besten Performerinnen, die es in diesem Sinn gibt. Aber höre sonst nicht so ihre Musik. Aber ein Song von ihr, und zwar Partition, es ist so ein Doppelsong. Ich glaube, zuerst fast mit Beyoncé an und dann geht es Partition rein und das ist wirklich so ein Song. Wenn ich den höre... Du bist auf Tour. Yes. Da geht's rund. Yes. Yes. Aber sonst habe ich eigentlich nicht so einen Song, den ich immer höre. Und du? Ja, ich habe jetzt wirklich überlegen, ich habe auch nicht einen spezifischen Song, den ich einfach muss hören, damit ich wirklich auf die Tour komme. Ich glaube, es gibt mehr so eine Musikrichtung, die ich extrem gerne bekomme. Und du wirst jetzt vielleicht schmunzeln. Ich bin ja Make-up-Artistin, also ich arbeite mit Make-up und wenn ich am Schminken bin, dann höre ich am liebsten Dubstep. Ich höre nie in meinem Leben Dubstep. Das ist wirklich das, was ich nicht höre. Aber ich weiss, ich kann noch heute nicht erklären, was es genau ist, aber es tut mich anregen, kreativ zu sein. Ja, okay. Das ist das, was ich kann sagen kann. Das ist sehr cool. Bei mir ist es eben wirklich das Gegenteil, dass ich so wie jemanden brauche, der mich in die Stimmung so vom... Etwas Feineres. Nein, nicht fein. Also, auch fein, ja sicher feiner her vom Dubstep, aber wie einfach von Mut her muss es mich so ein bisschen... Gut, so. Next question. Bist du ein Einzelkind? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe eine ganz tolle Schwester, die du natürlich auch kennst. Also wir kennen uns eigentlich weg der Sabi. Genau, eigentlich weg meiner Schwester kennen wir uns. Und sie singt auch und so habt ihr euch kennengelernt, oder? Durch das Singen? Nein, wir haben uns kennengelernt, ich habe als Coiffeur gearbeitet, vor 2 Jahren. Und sie war eigentlich Kunde von uns. Und wir haben uns das erste Mal gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also wir haben wirklich gefunden, hey, wow. Und weil ihr auch so nah aneinander seid, hat es bei uns auch gepasst. Ich habe eine Schwester. Du hast eine Schwester? Ja. Also wir sind eigentlich Halbgeschwister, aber wir sind zusammen aufgewachsen und wir sind einfach Geschwister. Und sie... Ja... Sie ist nicht so into Make-up. Sie ist wirklich
sie ist eigentlich sehr ungeschminkt, so wie auch meine Mami. Also nicht, Spannend. weisst, Mascara oder so ein bisschen Kajal oder Lippenstift sind beide sehr, aber sonst sind sie wirklich sehr natürlich unterwegs und überhaupt nicht. Also meine Mom und meine Schwester besitzen beide keine Foundation und gar nichts. Also wirklich. Krass. Und dann komme ich und ich habe für alle eins genug. Aber das ist jetzt noch spannend. Wie bist du auf den Geschmack gekommen? Also weißt, weil ich habe zum Beispiel, ich kann sagen, ich habe das so ein bisschen durch meine Mom, vor allem aber eben durch meine Tante mitbekommen. Meine Tante hat immer schon bei Chanel oder Estée Lauder gearbeitet und sie hat sich immer gerne geschminkt und ich habe ihr immer gerne zugeschaut, wie sie sich geschminkt hat und ich habe es einfach toll gefunden. Und sie hat mich eigentlich so ein bisschen in das reingebracht. Bei mir war es überhaupt nicht so. Also meine Schwester ist 7 Jahre älter als ich, das heisst, wir haben wirklich einen grossen Abstand. Und als sie so ein bisschen in meinem Alter war und vielleicht noch ein bisschen jünger, und ich sicher eben vielleicht unter 10 oder so war, dann hat sie sich schon geschminkt. Also weißt, das war natürlich eine andere Zeit, dann hat man sich anders geschminkt, aber sie hat sich geschminkt. Und dann habe ich mich viel auch mit ihren Sachen geschminkt, was sie natürlich mega gerne hatte. Wenn er so der Lippenstift so abgebrochen war. Das habe ich schon viel gemacht, aber so wie sonst nebst dem bin ich eigentlich überhaupt nicht mit dem aufgewachsen. Spannend. Ausser eben so ein bisschen von meiner Schwester, aber sonst eigentlich, ich weiß gar nicht warum, eines Tages habe ich einfach angefangen und gefunden, hey, let's do it. Es haben mich viel immer wieder auch gefragt, wie wir zum Thema Plastic Surgery stehen. Und auch mit dieser Sache, die Alexis Stone jetzt gebracht hat in den letzten paar Wochen, ich weiß nicht, wer von euch das hat mitverfolgt, ist das Thema wird natürlich immer sehr thematisiert. Darf ich schnell erklären, wer oder was genau der Alexis Stone Yes, gemacht hat? Ich glaube, das ist sicher wichtig für Leute, die es eben nicht verfolgt haben. Der Alexis Stone ist eigentlich ein Make-up-Artist, Schrägstrich schon fast. Er geht ein bisschen ins SFX rein, zum Teil, was er macht. Und er kann sehr gut Menschen nachmachen. Er kann durch die Schattierung in seinem Gesicht so gut machen, dass er wirklich eins zu eins wie die Person aussieht. Aber er ist zu weit gegangen. Also der Mensch hat vor gut etwa 4 Monaten erwählt sein neues operiertes Gesicht gezeigt und es hat wirklich ganz schrecklich Ich war schockiert. Also, mir ist wirklich schlecht geworden. Ich habe das gesehen und mir hat es so getroffen, obwohl ich den nicht kenne, nicht persönlich, ich habe ihn nie getroffen. Es hat mich so fest berührt und es ist einfach so ein schwieriges Thema und auch mit dieser ganzen Instagram-Welt habe ich das Gefühl, das bringt zum Teil eben wirklich auch falsche Bilder und bringt eine falsche Message über, weil alle wie gleich aussehen oder wollen gleich aussehen und sich selber wie nicht mehr von dem können distanzieren. Und darum finde ich das auch eine mega wichtige Frage und ich persönlich kann sie vielleicht beantworten im Sinne von nein, ich habe noch nie etwas an meinem Gesicht geändert, ausser meine Augenbrauen, aber natürlich ohne jegliche Surgery. Ich finde das etwas mega Wichtiges. Ich habe das Gefühl, dass wenn man einmal anfängt, kann man wie nicht mehr aufhören. Und dann sieht man eben zum Teil aus, wie wir alle gemeint haben, der Alexis Stone sieht aus. Und er eben dann gar nicht war, sondern er hat das Ganze aufgelöst und das ist alles eine riesen SFX-Geschichte. Aber ich glaube auch, dass man ein bisschen unterscheiden muss, was für eine Schönheitsoperation es ist. Vielleicht ist es wirklich etwas, was du schon über Jahre immer wieder, weißt, wenn du dich im Spiegel anschaust, realisierst, wow, die Nase, es geht einfach nicht. Ja. Jeder soll das machen, was sich für ihn aber eben richtig anfühlt. So. Und das ist ein bisschen das Problem, weil was fühlt sich wenn richtig an? Sie spüren gar nicht mehr, was sich dann wirklich richtig anfühlt. Und schlussendlich, auch wenn sie nachher die Nase operiert haben, hören sie ja nicht auf. Es geht immer weiter. Es geht nicht hier los, hier, überall. Und ich finde es schade. Was ist noch eine nächste Frage? Das nicht meine. Ein Produkt, das finde ich super. One product you couldn't live without. Kannst du ein Produkt sagen? Rouge. Ohne Rouge. Wenn wir jetzt rein nur... Ich stelle mir die vor mit kein Make-up und dann einfach Rouge. Das mache ich im Sommer zum Beispiel, wenn ich baden habe ich Sonnencreme, eine leichte getönte Tagescreme und dann eben genau ganz angehauchte rote Bäckchen, die dann so frisch aussehen. Weißt du, dann wirklich so... Und das lenkt mir. Vielleicht noch ein bisschen Mascara. Aber vielleicht nur ganz... Nur ein Produkt. Okay. Rouge.
Ich würde fast sagen Eyeliner. Ein kleiner schwarzer Eyeliner. Ich finde, das macht so viel im Gesicht aus. Ups, das macht deine Augen so viel wacher und so viel... Du kannst, mit einem Eyeliner kannst du deine Augenform verändern, je nachdem, wie du ihn zeichnest, in welche Richtung du ihn zeichnest. Und ich finde, das ist wirklich so ein bisschen... Die letzte Frage, die betrifft eher noch so ein bisschen dich, oder? Ja, jemand hat gefragt, auf Englisch, «Your favorite song lyrics you've ever wrote?» Das war so eine gute Frage gewesen und ich habe mich wirklich lange so ein bisschen überlegen. Das muss ich auch noch erklären. Du machst eigene Musik. Und darum war es für mich auch mega schwierig gewesen, weil natürlich jeder Einzeltext für mich, ich meine, wenn es von dir selber kommt, berührt dich das ja alles genau gleich viel, aber so wie wenn ich eine Line müsste sagen, «You play, I stay, you lie, I cry myself to sleep», ist wirklich so eine, wo mir so auf einen Tag einfach so ist gekommen und irgendwie bis heute geblieben ist. Und das, wenn ich jetzt so einfach so müsste sagen, welche das meine favorite line ever ist, wäre es glaube ich die. Darf ich fragen? Nein. Es war leider natürlich nur ein kleiner Teil von all diesen Fragen. Wir hoffen aber, dass ihr irgendwo eure Frage beantwortet habt bekommen. Und